Hallo zusammen und willkommen. Ich bin Ginny und es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Hintergründe mit Aquarellstiften gestaltet habe. Dafür brauche ich natürlich Aquarellpapier. Geschnitten habe ich es einfach nach Augenmaß. Genaue Maße sind sowieso nicht wichtig hier, weil ich diese Stücke später zurechtschneiden werde. Das sind die Farben, die ich für meinen ersten Hintergrund ausgesucht habe: Rot, Gelb und Orange. Den Stift halte ich ziemlich flach und drücke nur leicht auf das Papier, um eine ebenmäßige Fläche zu erhalten. Auf feines Arbeiten und gutes Verblenden verzichte ich, weil das Wasser später sowieso alles gut verblenden wird. Wie schon erwähnt, trage ich die Farben ohne großen Druck auf und bringe so lieber mehrere Schichten übereinander auf das Papier. Für diese Technik verwende ich persönlich vorwiegend dunkle, satte Farben. Hier könnt ihr gut sehen, wie oft ich die Farben übereinander nachtrage und sie somit intensiver werden lasse. Ich weiß, dass es hier sehr komisch aussieht, aber ich bin fertig mit dem ersten Hintergrund und mache weiter mit dem zweiten. Für den zweiten Hintergrund habe ich zu Türkis, Dunkelblau und Grün gegriffen. Auch hier halte ich den Stift ganz flach, um eine ebenmäßige Fläche zu erzeugen. Ich trage die Farben auf, ohne großartig auf das Verblenden zu achten. Für diese Art von Hintergrundgestaltung braucht man auch nicht so viel, ich nenne es mal Bearbeitungszeit. Um die Farbintensität zu erhöhen, trage ich wieder mehrere Schichten übereinander auf und schon sind wir fertig mit dem zweiten Hintergrund und weiter geht's. Für den nächsten Hintergrund habe ich mich für violette Töne entschieden. Auch hier geht es an sich ruckzuck, aber die Farben schienen mir zu dunkel zusammen, so dass ich einen Klecks Violettblau dazu verwendet habe. Wie bereits vorher schon, trage ich auch hier die Farben großzügig nach, bis ich mit der Intensität der Farben zufrieden bin. Für den letzten Hintergrund verwende ich Grau und Schwarz mit einem Klecks Violett und Dunkelblau. Wie ihr sehen könnt, geht es auch hier natürlich ziemlich schnell. Die Farben werden wieder so oft nachgelegt, bis die Intensität stimmt. Zum Befestigen nehme ich Malerkrepp. Die vorbereiteten Hintergründe werden an allen Seiten befestigt und dabei lasse ich genug Zwischenräume, damit die Farben nicht ineinander verlaufen können. So sieht's aus, nachdem ich sie alle befestigt habe. Dann werden die Hintergründe nacheinander mit Wasser besprüht. Man könnte mit dem Pinsel arbeiten, aber das Besprühen geht natürlich schneller und vor allem leichter.
Auch jetzt sieht alles nicht berauschend aus, aber nach dem Trocknen wird's besser. Die beiden unteren Hintergründe werde ich mit grobem Salz bestreuen. Das sorgt für ein bezauberndes Muster und sieht nach dem Trocknen toll aus. Stellen, die mir zu unverblendet und trocken erscheinen, werden nochmal mit Wasser besprüht und dann lasse ich sie so in der Luft trocknen. Ich habe sie über Nacht trocknen lassen. Natürlich kann man mit dem Embossingföhn die Trocknungszeit beschleunigen. Ich lasse sie wie gesagt in der Luft trocknen, weil das meiner Meinung nach am besten aussieht und auch am wenigsten Arbeit macht. Hier zeige ich euch nochmal schnell meine Hintergründe. Besonders mag ich die, die ich mit dem Salz bestreut hatte. Wie schön diese Muster aussehen. Das Salz reibe ich mit den Fingern, hier mit dem Daumen ab. Es geht an sich gut, aber an manchen Stellen kann es ziemlich festgetrocknet sein, so dass ich mit wenig Druck vorsichtig die Kristalle abnehme. Man kann auch sehr gut Papierreste aufbrauchen. Hier habe ich Regenbogenfarben benutzt. Diese kann man später beispielsweise zum Stanzen verwenden. Für meine erste Karte werde ich diesen Hintergrund als Weltall gestalten. Dazu verwende ich dieses Stempelset von Paper Smooches. Die Motive stempeln, schnell kolorieren und dann ausschneiden. Die weißen Ränder, die nach dem Ausschneiden sichtbar werden, ziehe ich mit schwarzem Filzstift nach. Ich hatte zuvor vergessen, den Spruch zu stempeln, was ich nachgeholt habe. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Positionen für meine Motive finden. Meistens lege ich sie zuerst nur hin, bevor ich sie endgültig aufklebe. Nach dem Aufkleben schneide ich alles, was übersteht, ab. Meine Basiskarte ist schwarz und da mir das Ganze bisschen verloren und unfokussiert schien, habe ich einen Rahmen ausgestanzt und mit aufgeklebt. Und das ist die fertige Karte. Auf Embellishments habe ich verzichtet, denn der Hintergrund und die bunten Farben schienen mir genug zu sein. Auch für die zweite Karte habe ich den Hintergrund ausgestanzt. Und da ich der Meinung bin, dass man nie früh genug mit Weihnachtskarten anfangen kann, habe ich zu diesen wundervollen Dies gegriffen. Diese Schneeflocken sind sehr filigran und elegant zugleich. Ausgestanzt habe ich sie aus perlig schimmerndem Fotokarton und diese dann aufgeklebt. Aus dem bereits erwähnten Fotokarton habe ich auch die Basiskarte vorbereitet. Der Schimmer ist schwer zu sehen hier, was sehr schade ist, denn in Wirklichkeit ist das Ganze super elegant und wunderschön. Aus diesem Set habe ich den obersten Spruch ausgewählt und auf die Basiskarte gestempelt.
Dann habe ich die Karte an allen 4 Ecken abgerundet und zum Abschluss ein paar irisierende Strasssteine aufgeklebt. Und fertig ist meine zweite Karte. Okay, das war's für heute und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass das Video hilfreich war und euch auch gefallen hat. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf den Abonnieren-Knopf drückt und somit das nächste Mal wieder dabei seid. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich meine Videos abwechselnd auf Englisch und Deutsch aufnehme. Das nächste Video wird also auf Englisch sein. Okay, danke nochmal fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.